Hallo, Dr. Pattberg aus den Vororten von Tokio. Heute mit einem Referat über die Hunde- und Katzenplage. Hunde gehen mir auf den nicht generell als Tiere, sondern als Kinderersatz oder Seelentröster in den Großstädten. Tokio ist die größte Stadt der Welt mit 30 Millionen Einwohnern. Hier gibt es mehr Haustiere als Kinder. Unsere koreanischen Nachbarn hatten erst einen lauten Shiba Inu gekauft und dann noch einen Mischling. Für die Kinder natürlich. Dieser Idiot. Wenn du doch Kinder hast, dann brauchst du doch keinen Kinderersatz. Er hatte natürlich geplant, nie zu Hause sein zu müssen. Also waren die Köter als Spielpartner für die Gören gedacht. Das war vor 4 Jahren. Natürlich hatten die Kinder keinen Bock auf die Köter. Der eine kam für 5.000 Euro, der andere für 6.000 Euro vom Züchter. Die Kinder kümmerten sich einen Scheiß. Die gucken lieber YouTube-Videos oder spielen Nintendo Switch. Er ist in Ōkubo auf dem Markt den ganzen Tag. Sie irgendwo als Lehrerin. Die Kinder gehen bis 3 in die Schule. Also sperrt er die Köter auf dem Innenbalkon aus. Da liegen sie jetzt, seit 4 Jahren, in ihrem eigenen Kot und Urin. Bellen psychotisch jeden Morgen um 7, winseln in der Brutsonne im Sommer um 12 und heulen in brutalster Kälte um 6 im Winter. Ich war mal runter und wollte Würstchen verfüttern. Aber die beiden Köter sind völlig verstört und rannten wie verrückt gegen die Scheiben. Das ist Tierquälerei. Hundehaltung im Haus in einer Großstadt ist sadistisch. Dann doch lieber das Leid schnell beenden und die Mitfresser ersäufen. Ein Ehepaar aus Shanghai lebt hier am Kanal um die Ecke. Die hatten zu spät geheiratet. Sie waren schon beide über 35 oder so. Also gab es nur ein Kind. Da besorgte sie sich noch 1, 3, 4 Toy Dogs, Spielhunde. Die winzigen Viecher waren noch nie draußen. Es sind Zimmerhunde. Leute, das ist doch nicht normal. Partnerersatz sehe ich hier jeden Tag. In den Vororten gibt es viele alte Menschen. Sie schieben ihre Köter in Kinderwägen vor sich her. Irgendwann wird es in Kichijoji mehr Hundewagen als Kinderwagen geben. Auch dressen die neurotischen Frauchen ihre Fleischpuppen in Anziehsachen. Ehrlich wahr, die Pudels tragen Socken und gestrickte Mützchen, Höschen oder sogar Pampers. Es ist grotesk. Und dann die vielen Hundeschulen. Tokio ist so dicht besiedelt, dass Hunderte von Kötern auf eine Straße kommen. Leicht. Und dann treffen sich die Herrchen und Frauchen mit ihren Vierbeinern unweigerlich. Sagen wir, es sind 500 Hunde von hier bis zum Supermarkt am Fluss her. Wenn jedes Tier 3-mal am Tag Gassi muss, sind das 1500 Gänge. Da trifft man sich doch. Da rennt man sich dauernd über den Weg. Also verabredet man sich gleich. An der Brücke treffen sie sich abends um 6 Uhr. Immer 12 bis 15 Hundehalter. Da ist alles dabei. Chihuahuas, Pudel, Pomeranier, also Zwergspitze, Terrier, Mischlinge und sogar eine britische Bulldogge. Oder sie treffen sich am Kinderspielplatz. Da ist dann so ein Dogwalker mit dabei. So ein alter Sack, der für den ganzen Wohnblock die Hunde ausführt, weil er sonst nichts zu tun hat. Der hat dann immer so 5 oder 6 Köter an der Leine. Es gibt hier wenig Grün, keine Wiesen oder Gärten. Also scheißen die Tiere am zubetonierten Fluss entlang, an Polen und Pfosten und Gittern, auf Löwenzahn, an den Hauseingängen, an Autos und an den Kinderrädern. Die Japaner sind ja angeblich so hygienisch. Also die tragen beim Gassigehen Masken. Und die Hundescheiße, ja die heben sie mit Plastikhandschuhen oder Tüten auf, drehen einen Knoten und hängen die Trophäen an Gürteltaschen oder lassen sie in der Hand baumeln. Nach 8 Uhr, wenn es dunkel ist, sammeln sie den Pup natürlich nicht auf. Es gibt Hunderte, die in der Dunkelheit mit dem Tier rausgehen, um das Geschäft zu erledigen. Auch tragen die Hundehalter Wasser in Plastikflaschen mit sich.
Einmal für den Hund zum Trinken und dann noch, um die Pisse zu verwässern. Das sieht dann jeden Mittag und Abend auf der Straße erbärmlich aus. Alle 3 bis 5 Meter einen dunklen, feuchten Fleck. Aber das sind nur die einfachen, engen Wohnviertel. Guckt euch mal diese Bauten hier an. Tausende von Sozialwohnungen, oft 10 oder mehr Stockwerke hoch. Zehntausende Haushalte auf einem Quadratkilometer. Die Kinder sind Plattenbaukinder, Wohnblockkinder. Und es gibt noch viel mehr Plattenbauhunde, Wohnblockhunde. Hier wohnt ein anderer Koreaner, den ich befreundet hatte. Er ist 30 und lebt alleine. Obwohl er 1,75 groß ist und ein hübsches Gesicht von seiner Mama bekommen hat, findet er keine Frau. Dating und Familie ist alles im Arsch im modernen Tokio. Die Weiber sind narzisstisch. Alle Beziehungen sind kurz, anonym, prekär. Dann doch lieber einen Hund anschaffen. Der hat einen immer lieb, auch wenn arbeitslos. Er hat sich die beiden Terrier seiner Mutter aus Seoul einfliegen lassen. Sie will irgendwann nachkommen, sagt sie. Ich kann mir das kaum vorstellen. Mit meiner Mama in einem Einzimmer-Apartment zu leben. Und dann noch die beiden Köter in der Küche mit Hundeklos, weil sie Angst vorm Fahrstuhl haben. Also der Dung in seiner Wohnung ist abstoßend. Eine Mischung aus Kimchi, Suppe, Hundekot und Jizz. Seit etwa 7 Jahren gibt es hier in Tokio einen echten Haustierboom. Kann man nicht anders sagen. Die Zahlen explodieren. Besonders jetzt, nach 3 Jahren Lockdown und Zuhause-Leben. Hier gibt es jetzt in jeder Fußgängerzone 1 oder 2 solcher Tierläden. Diese Kette hier heißt PIS. P'(S). Soll Pets meinen, liest aber PIS. Die Japaner sprechen City als Shitty aus. Also sage ich immer Shitty-Piss-Ketten hier mit Miniatur-Haussklaven. Das Geschäftsmodell ist saisonbedingt. Erinnert mich an schnelle italienische Eisdielen in Deutschland. Die sind auch so minimalistisch und können je nach Jahreszeit oder Bedarf in der Fußgängerzone schnell aufgemacht werden. Dieser Laden war letzten Winter noch gar nicht da. Hätte vorher ein Sushi-Laden sein können oder ein Spielwarenladen. Ruckzuck werden die Welpen und Kittens fein ausgestellt und herausgeschleudert. Die Zeit rennt. Oh, guckt euch die mal an, wie süß die Teile sind. Aber eben nur ein paar Wochen. Dann sind die nicht mehr frisch und wahrscheinlich psychisch gestört. Ich glaube, das Leid ist auch so gewollt. Man will ja Mitgefühl erzeugen bei den Kunden. Wenn ich dieses arme Tier nicht befreie, dann geht es... Ja, wohin geht es eigentlich dann mit dem armen Tier? Fragen, die man schnell verdrängt. Die Preise sind reiner Wucher. Die ziehen den einsamen Alten und geistig Behinderten und sozial Schwachen noch die letzten Renten aus der Tasche. Das glaubt mal. Das Geschäft ist räuberisch. Wenn ihr mich fragt, hier wird gezielt auf schwerbehinderte, erwerbsunfähige und psychisch kranke Menschen abgezielt. Die haben kaum soziale Kontakte und stuffeln hier in der Fußgängerzone vorbei und sehen einen sprachlosen Lebenspartner hinter Glas. Wie schön wäre es, in meiner Not jetzt einen Gefährten zu haben. Die Preise für die Innus und Neckos, Hunde also und Katzen, sind oft höher als Gebrauchtwagen und übersteigen oft mindestens 3 oder bis zu 10 Monatsmieten. Das steht in keinem Verhältnis zum Wert des Tieres. Das Geschäftsmodell besteht also aus Wucher und Emotion und künstlicher Nachfrage-Angebot-Verhältnissen. Wenn nur die besten Tiere aus dem Wurf kommen ja ins Terrarium. Die anderen 4 oder 5 Geschwister werden ersäuft, zu Tiermehl oder Futter verarbeitet oder als Dünger an die Landwirte verkauft. So wird die Zahl der Edeltiere künstlich gering gehalten. So eine kleine graue Katze hier aus Amerika, wer es glaubt, genau 8 Tage alt, geht für 362.780 Yen raus. Der Preis oben, rot, sind 187.350 Yen. Und das ist netto und ohne alles.
362.780 Yen sind etwa 2.650 Euro. Aber keine Sorge, ihr könnt die Kitty auch auf Raten kaufen. Mit 80 Euro im Monat seid ihr dabei. Ohne Anzahlung. Immerhin noch 300 Euro. Und was ist, wenn das arme Tier auf halbem Weg stirbt? Keine Sorge, es gibt eine Versicherung. 250 Euro im ersten halben Jahr. Top-Angebot. Das Tier sollte angemeldet werden, Pflichtimpfungen bekommen, etwa 500 Euro im Jahr. Wenn die Omi dann endlich ihren Shih Tzu hat, reicht die Rente kaum noch für die hohen Tiermittelpreise. Die Lebensmittelmärkte hier in Tokio haben größere Tiernahrungsabteilungen als Babynahrung oder Gemüse. Klar. Aber die unzähligen Boutiquen für die Haustiere schießen den Vogel ab. Es gibt hier Spielwarenabteilungen für die Lieben, Sportsachen, Delikatessenläden und Schönheitschirurgen für die vermenschlichten Ersatzpartner. Und wenn Hund oder Katze draufsteht, dann kostet die Scheiße oft schon mal doppelt so viel wie Menschennahrung. Tiere sind übrigens, wie in Deutschland auch, noch nicht gesetzlich krankenversichert. Das heißt, man bezahlt immer privat. Und das bedeutet, dass wenn ein Kind mal Dünnpfiff hat, kostet der Arztbesuch und die Darmtabletten nichts. Beim Hund aber wird voll abgerechnet. Bang! 150 Euro pro Untersuchung, keine Seltenheit. Wer hätte das gedacht? Japan hat seinen Untertanen immer erzählt, wartet, ihr werdet Roboter kriegen. Jetzt kriegen sie dreckige, anal fixierte Tiere. Ich sehe auf Facebook erwachsene Männer, die mit ihren größeren Doggen schmusen und Gedichte schreiben. Zurück zu Shitty Piss First und diesen Kirei-desu-ka-Schauexemplaren. Süße Tiere sind es ja. Die Läden für diesen Vortrag konnte ich alle an einem Tag bequem mit dem Fahrrad erreichen. Es gibt sie überall. Die echten Kinder kommen hier rein zum Gucken. Sie sind nicht die Zielkundschaft. Sie schauen auf ihre Ablösung, ihren Austausch. Da gibt es diese Katzen-Serienkiller wie in Sentagaya oder die Katzenhorder von Nagoya. Eine Tokio-Frau mit einer geistigen Behinderung lebte in Katsujika auf 11 Quadratmetern mit 163 Streunerkatzen. Oder die tausenden Katzencafés über die Städte verteilt. Was bitte soll denn an einem Cappuccino gut schmecken, inmitten von leckenden und pfurzenden Felidae mit ihren Katzenklos und Leberpasteten? Wie kann man diesen Wahnsinn noch stoppen? Viele werden sagen, ist doch in Deutschland im Bürgertum immer schon so gewesen. Man gründete eine Familie, kauft ein Haus mit Garten und dann rundet der Hund als Statussymbol die ganze Sache ab. Aber das hier in Japan sind keine Statussymbole und es gibt hier auch kein Bürgertum. Es gibt hier die reiche elitäre Herrscherkaste und die feudalen Untertanen. Die einfachen Menschen haben in den Großstädten kaum Platz. Sie können und wollen keine Kinder kriegen. Wofür auch? Dieses Land hat keine Zukunft. Sie hätten eigentlich auch keinen Platz für Tiere, wenn die Tiere was zu sagen hätten. Ich habe die Vermutung, dass wir hier eine komplett abgehängte, versklavte Menschenmasse in den Großstädten haben, die keine soziale Macht und Position hat und sich deshalb mit gekauften Tieren revanchiert. Diese Tiere werden wie Menschen behandelt, also wie Lebenspartner, Gesprächspartner, Liebespartner und Kummerkinder. Das ist eine schwere psychologische Störung in der Gesellschaft. Wie kann man die Kinderlosigkeit stoppen? Wie kann man diesen maßlosen Tierfetischismus eindämmen? Man darf die Stadt doch nicht sprichwörtlich vor die Hunde gehen lassen. In meiner Straße gibt es mehr Pisssäulen als Büsche, mehr Gekläff als Kinderschreie. Natürlich hat die Stadtregierung einen Soforthebel gegen die Haustierplage. Steuern rauf, natürlich, bis es der Unterklasse richtig wehtut. Das Problem, was soll denn bitte noch mehr wehtun als der Gedanke an ein Einzelgrab?
Hohe Steuern schrecken keine verzweifelten Menschen mehr ab. Die Menschen haben keine sozialen Kontakte mehr, pflegen keine Beziehungen, sind kinderlos. Sie brauchen keine Autos in der Großstadt, keine besondere Kleidung, keinen Luxus. Sie brauchen Anerkennung von abgehängten Tieren. Für den selbstgerechten Trieb und das Gefühl, ein Herr über ein lebendes Wesen zu sein, zahlen sie jeden Preis. Haustiere sind kein Zusatz mehr, sie sind Ersatz, Menschenersatz. Lieber zahlen diese Leute noch mit dem letzten Hemd, als dass sie ungeliebt, vergessen und allein in ihren Wohnungen sozial verenden. Nein, das ist keine Verschwörungstheorie. Ja, die Japaner tauschen ihre Kinder gerade aus. Danke fürs Zuhören und bis später.